Heute geht es endlich los mit dem neuen Projekt Alpha 75 Twinspark Limited Edition. Wir schauen erstmal, ob der Motor überhaupt dreht und ja, dann auch so ein bisschen, was sonst noch alles ansteht. Ich habe schon gesehen, die Kupplung ist kaputt. Und zwar, wenn man die so ein bisschen antippt, klatscht die sofort nach hinten durch und bleibt dann noch hinten. Vom 75er Twinspark Limited Edition gab es nur 1000. Wir haben Nummer 102. Den erkennt man unter anderem an dem Schild im Armaturenbrett, an den Recaro-Sitzen und an diesen wunderschönen Felgen. Ich weiß gerade nicht, ob die wirklich mehrteilig sind oder ob das nur für die Optik ist. Schön sehen sie auf jeden Fall aus, aber da kommt vielleicht auch noch was. Richtig, ne? Ja. Ich muss jetzt gleich die Zündkerzen, ich habe die gestern wieder reingemacht, dass da jetzt kein Staub oder so in den Motor kommt. Deswegen muss ich jetzt gleich noch einmal rausmachen zum Durchdrehen. Ich werde den vorher noch einmal auspusten an den Stellen, weil da war gestern ziemlich viel Ranz drin. Ich habe hier dazu einmal einen Föhn. Ich werde erst einmal oben absaugen, dann auf jeden Fall quasi in dem inneren Teil. Das hat alles voller Ranz. Wenn man die rausdreht, da unten ist auch ziemlich viel Ranz. So, da ich ja gestern hier schon die Zündkerzen und die Zündkerzenkabel dann noch abgemacht habe und ich Idiot vergessen habe zu beschriften, versuche ich gerade hier irgendwie die Reihenfolge nachzuvollziehen mit dem, was ich aufgenommen habe. Ich habe hier schon 2 beschriftet, also die 8 und die 7. Wir haben ja hier einen 2 Liter Twinspark, heißt wir haben 2 Zündkerzen pro Zylinder und die sind hier beschriftet nach Zylinder, also hier ist 4 und hier ist auch 4. Ich muss halt gucken, ich weiß nicht, ob das überhaupt einen Unterschied macht, weil die ja, denke ich mal, gleichzeitig sind so, aber vollständig, ne? Ich habe mir hier extra ein Set für so Zündkerzen geholt, weil ich gedacht habe, ja gut, die sind halt zu klein, ne? Aber was ist mit denen hier? Die sind mir jetzt gerade erst aufgefallen und hier ist sogar ein Logo drauf. Aber in dem Kasten sind auf jeden Fall alle zu klein für die Riemenscheibe, deswegen habe ich hier den guten alten geholt, ne? Da sollte auf jeden Fall eine passende dabei sein. So. Rausholen. So, nachdem ich jetzt im Baumarkt war und mir eine neue Nuss geholt habe, jetzt eine 36er. Damit sollte es klappen. Der Motor dreht, heißt, ich bin für heute erstmal durch. Ich würde mich jetzt noch da machen, die ganzen Teile hier zu bestellen, wie zum Beispiel Luftfilter, Ölfilter, Benzinfilter, alles. Öl natürlich, selbstverständlich. Da der Motor ja ultra dreckig ist, versuche ich jetzt erstmal den Motor ein bisschen zu reinigen. Weil wenn ich den starte und da läuft dann irgendeine Flüssigkeit aus und so, dann sehe ich das jetzt zumindest besser.
So, ich war jetzt beim Baumarkt und habe extra noch Stuff geholt, damit wir die Ölablassschraube aufkriegen. Ich versuche jetzt erstmal hier mit einem Heißluftföhn einfach das Öl ein bisschen zu erhitzen, weil das ist jetzt 20 Jahre alt, so kann ja nicht schaden, so, ne? Dann fließt das zumindest ein bisschen besser raus. Der Ölablasswanne ist am Start. Genau, hier ist einmal 6, ich glaube 12. Das ist ja ultra praktisch bei den ganzen Teilen, die ich bestellt habe. Da haben wir auf jeden Fall was zum drunter liegen. Dieses scheiß Panzerband dreht sich halt, ne? Oh ne, der dreht sich ein bisschen. Ich mach jetzt wieder los. Aber wie soll ich den denn da rausbekommen eigentlich? Ja, gute Frage. Das ist richtig getan. Da ich am Kühler leider keine Ablassschraube gefunden habe, habe ich jetzt hier einmal professionell eine Tüte mit Panzerband dran gemacht. Kommt jetzt sehr professionell da unten über diesen Stecker, damit der nicht nass wird, wenn ich hier den Kühlmittelschlauch abmache. So, jetzt packe ich auch schon das Öl rein. Ich habe dazu einen 10W40 von Liquimolly auf Empfehlung gekauft. Grüße gehen raus. Ölfilter habe ich auch zwei am Start, einen für jetzt, einen für später. Nach so 1000 Kilometern werde ich ihn dann nochmal wechseln und halt ja, generell nochmal Ölwechsel machen, ne, obvious. Kupferring habe ich schon einen neuen am Start für die Ölablassschraube. Nur eine neue Ölablassschraube habe ich nicht gefunden. Übrigens haben wir den gestern nochmal ein bisschen umgestellt. Wir haben vorne nochmal eine Steinplatte drunter gepackt und den hinten abgelassen. Somit steht er einfach ein bisschen stabiler. Der Ölfilter hier, der ist mindestens ein bisschen kleiner als der andere. Also kriegen wir den auch besser da drauf. So, ich habe jetzt neues Öl drin und jetzt versuche ich hier einmal das Kühlwasser zu wechseln. Ich habe mir hier ein bisschen Folie hingelegt, aber einfach nur, damit hier nicht alles voll läuft, wenn ich hier den Schlauch abmache. Der hat leider keine Ölablassschraube fürs Kühlwasser, deswegen versuche ich das so irgendwie. So, ich mache jetzt da 13 Liter Kühlwasser rein. Erstmal nur normales destilliertes Wasser, weil das ist noch Differenz wahrscheinlich drin. Auch wenn ich das jetzt schon einmal leer gemacht habe, will ich jetzt 1000 Kilometern wahrscheinlich auch, bevor der Motor richtig läuft, nochmal ein neues Kühlwasser reinmache. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und abonniert den Kanal, um auf den ersten sind vom 75er oder vom 147er. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn ich den dann hoffentlich auch mal starten kann.